Willkommen. Die Menschen machen sich immer mehr Sorgen um das, was in der Welt geschieht, um Kriege, um die eigene Gesundheit, vielleicht um die Beziehung, die eigene oder den Job. Was wird geschehen? Das können wir nicht wissen, weil alles ein dynamisch ablaufendes Spiel ist, was sehr oft überhaupt nicht wie ein Spiel wirkt. Da haben wir nur eine einzige Handhabe, nämlich in den jetzigen Moment geistig zurückzukommen. Das bedeutet, dass wir erkennen, dass es nur diesen Moment gibt, der wir selbst sind, die Stille, das umgebende Bewusstsein von allem und die darin auftauchenden Inhalte. Damit meine ich unsere Gedanken und Meinungen zu irgendwelchen Situationen, die Situationen selbst, die sich ständig ändern, genau wie unsere Gedanken, unsere sogenannten Erinnerungen, unsere Erfahrungen und all die ganzen Sachen, die Inhalte des Gewahrseins sind. Wenn du dich mit einer Geschichte verwechselst, die in deinem Kopf abläuft und die Geschichte etwas völlig anderes sagt als das, was gerade gegenwärtig geschieht, ist das ein Rezept zum Angstbekommen, zur Unzufriedenheit. Und ich möchte dich wieder einmal daran erinnern, dass du die Präsenz selbst bist, die alles wahrnimmt. Ein Freund von mir macht sich Sorgen um das, was zukünftig kommt, ob dieses Land irgendwann vielleicht angegriffen wird, dass irgendwann uns das auf den Kopf fällt, was ein despotischer Machthaber irgendwo vielleicht lossenden könnte. Doch dabei wird übersehen, dass das gerade nicht stattfindet. Und wenn wir uns dann vorbereitenderweise über Wochen, Monate oder Jahre gar damit befassen und dann irgendwelche Sachen uns ausdenken, um uns vielleicht zu schützen, dann kann dir auffallen, wenn du bei gesundem Menschenverstand bist, dass du dich dann eben die ganze Zeit mit negativen Dingen befasst, die dich ängstigen müssen, weil das Bild, das innere Bild von dem abweicht, was gerade geschieht, und du dann dadurch unglücklich oder depressiv oder traurig oder alles davon wirst. Vor allem ängstlich. Und so verdirbst du dir dann die wertvollsten Tage deines Lebens, die wertvollsten Momente und vor allem den gegenwärtigen Moment, das Einzige, was überhaupt existiert. Davon rate ich dringend ab. Natürlich ist es äußerst klug, sich auf Dinge vorzubereiten. Wir haben ein Gehirn mitbekommen, wir haben einen hoffentlich funktionierenden, gesund geschrumpften Ich-Apparat, der uns gelegentlich hilfreiche, klare Gedanken liefert. Und mit den Gedanken und den Ideen können wir natürlich etwas planen, organisieren, konstruieren und uns auf das alltägliche Leben vorbereiten, so gut es geht. Aber nur auf das alltägliche Leben, nicht auf das Leben selbst, das du bist. Die Formen kommen und gehen. Sie verändern sich ständig. Und wenn du bemerkst, dass sich Erfahrungen, Geschichten, Gedanken, Stories, Ängste, Emotionen, Gefühle und alles und Beziehungen und sogar ganze Planeten verändern, dann musst du das Unveränderliche sein. Denn nur das Unveränderliche kann das Veränderliche wahrnehmen. Wärst du selbst etwas Veränderliches, das vielleicht auch sterben könnte, so wie eine auftauchende Form, dann könntest du das Veränderliche nicht sehen. Wenn du in dem sich verändernden Fluss mitschwimmen würdest, würdest du das für vollkommen normal halten und dann würdest du nicht wissen können, dass du das zeitlose, unsterbliche, unveränderliche bist. Und genau dieser Zustand, es nicht zu erkennen, ist ja der, ich möchte fast sagen, bedauernswerte Zustand fast der gesamten Menschheit. Nur selten wird völlig klar erkannt, was wir in Wahrheit sind, was ich bin, was du auch bist. Also deine wahre, unveränderliche Natur. Und das ist der Grundanker, der Stein, das Fundament für ein ruhigeres, zufriedeneres Dasein. Das heißt natürlich nicht, dass die Herausforderungen verschwinden und dass wir vom Leben nicht noch neue Aufgaben bekommen oder dass es auch manchmal knallhart wird und schmerzhaft. Das heißt nur, dass du dich nicht mehr vollkommen damit verwechselst und weißt, dass du das alles im Grunde überleben wirst, weil du nie geboren wurdest und nicht sterben kannst. Du ewiges Sein, du.
Und das hilft sehr, einen ruhigen und friedvolleren Alltag zu verbringen. Also das Menschsein bleibt natürlich. Das Fundament ändert sich. Du bist nicht mehr vom Gefühl her wie ein Spielball des Lebens. Du bist das Leben selbst, das erkennst du dann glasklar, das alle möglichen Spielbälle ins Spieleparadies hineingeworfen hat. Und zunächst glaubst du, wenn du erstmal ein bisschen erkennst, dass du einer bist wie der andere oder du bist dasselbe wie der Nächste, und dann irgendwann erkennst du, du bist der Nächste und du bist alles, um nochmal weiterzugehen. Du bist auch dasjenige, was alles hier erfunden hat. Und wenn du dann nicht mehr nur die Kleinheit bist, sondern die unendliche göttliche Größe, hast du keine Angst mehr vor deinem eigenen Spiel. Und deswegen ist Selbsterkenntnis äußerst hilfreich und äußerst praktisch für ein ganz normales, gewöhnliches Menschsein. Da fällt mir bei diesem Punkt noch ein, dass einige Leute die Spiritualität oder das, was man so nennen möchte, benutzen wollen, um aus ihrem Alltag zu entkommen. Vielleicht reizt dir irgendwann oder hat es dir gereicht. Du sagst, ich möchte mit diesen profanen Bürojobs oder den profanen Beziehungen, den Oberflächlichkeiten des Lebens gar nichts mehr zu tun haben, und dann ziehst du dich in die Spiritualität zurück. Du entdeckst ein vielleicht auch gutes Buch, einen vielleicht auch guten Lehrer, und wo die Inhalte stimmen. Aber dann kommt dein Ego ins Spiel und missbraucht es. Es nimmt es dann, die ganzen Inhalte, wo dann mit Glück Wahrheiten drin stecken, und baut sich daraus eine Mauer, einen Wall. Und damit willst du dich schützen vor dem Leben, das du selbst bist. Trennung existiert nicht. Und weil Trennung nicht existiert, gehören die Gewahrseinsinhalte natürlich untrennbar zu dem Gewahrsein dazu. Es ist alles eins und du bist der Spieler, die Spielerin selbst. Du machst das alles, also kannst du dich nicht vor dem Leben, das du selbst kreiert hast, schützen. Also vor den Herausforderungen und Situationen. Das ist verrückt, so etwas anzunehmen. Und wenn du das versuchst oder dich in eine Bubble, eine Spiri-Bubble zurückziehst, vielleicht in eine Gemeinschaft und eine Gruppierung und sagst, ich will mit den unbewussten Menschen nichts zu tun haben, siehst du nicht, dass du einer der Unbewusstesten bist, weil du Trennung proklamierst und auf Trennung stehst und sie durchdrücken willst mit spirituellen, scheinheiligen Argumenten. Also nimm hin, was das Leben dir bietet, und geh in die Tiefe. Selbsterkenntnis ist die Erkenntnis deines wahren Selbst. Selbsterkenntnis heißt nicht, dass du weißt, was du über dich denkst oder die Gedanken besser zu orten oder besser zu sehen. Das ist ein Anfang. Doch wenn das alles stiller wird oder mal ganz aufhört, der unablässige Gedankenstrom abreißt, dann erkennst du dich als die Stille selbst, als das, was du schon immer bist. Du bist so als Mensch zur Welt gekommen mit diesem stillen, göttlichen Hintergrund. Dann wird es ein bisschen vergessen und verdrängt, und doch ist es immer da. Du kennst vielleicht stille Momente, wo du das irgendwie merkst und dich dann anders fühlst und denkst, was ist das hier? Was scheint hier so durch? Oder das fühlt sich ja so friedlich an. Und zack, ein paar Minuten später ist es wieder weg. Und das kannst du natürlich stabilisieren, indem du dich oft hinsetzt und die Stille aufsteigen lässt. Und dann steh bitte wieder auf und begehe deinen ganz normalen, stinknormalen Alltag. Manchmal bekomme ich Anfragen und Mails, und da werden dann eigenartige Dinge vermutet, dass der Mensch, wo das spirituelle Erwachen stattgefunden hat, nur noch auf einem Teppich der Glückseligkeit schwebt, mit dem Leben kaum noch was zu tun hat und dergleichen Quark. Ich kann dir versichern, dass es hier ganz gewöhnlich zugeht, und ich bin über nichts dankbarer als über das. Denn es kann auch Zwischenphasen geben während des spirituellen Weges, dass eine gewisse Arroganz aufkommt und man wirklich glaubt für eine Weile, ich bin besser als die anderen, ich bin wacher als die anderen, ich bin bewusster als die anderen. Und das ist Trennung pur. Das einzusehen dauert ein bisschen, und auch das ist eine Art von Hingabe. Das ist Demut vor dem Größeren, das du selbst bist, vor dem Größeren, das ich selbst bin. Das spirituelle Ego, was vielleicht dann das Kommando schon übernommen hat mittlerweile,
will das aber nicht einsehen, weil auch das spirituelle Ego dann vollkommen überflüssig wird. Es will sich am Leben erhalten, wie alles natürlich, was vom Leben durchdrungen ist. Doch wenn du erkennst, dass du auch das nicht bist, dass du kein heiliges Konzept bist, kein heiliges Buch, sondern einfach das alles hier, das wunderbare, gewöhnliche Leben, dann bist du gerettet. Dann kann überhaupt nichts mehr geschehen. Und was dann in der Welt geschieht, das siehst du dann, wenn es ansteht. Du hast eine gesteigerte Intelligenz, du wirst eine gesteigerte Wachsamkeit haben, eine gesteigerte Präsenz. Du kannst einfach mit dem ganz profanen Leben viel besser umgehen denn je. Und das Tollste daran ist, das kannst du selbst machen. Du hast die Macht, du bist also kein machtloses Wesen, sondern das mächtigste eine, was überhaupt nur existiert. Also setz dich auf dein Hintern und betreibe Selbsterforschung. Geh in dich hinein. Lausche nicht ständig auf äußere Autoritäten, dann höchstens nur, wenn die Stimme sagt, schau nicht mich an, sondern schau in dich hinein. Dem kann man glauben. Und dann kriegst du es ja mit dir selbst zu tun und dann wirst du irgendwann mit etwas Mut und Bereitschaft und Liebe zu allem und auch ein Quäntchen Humor genau wissen, was du bist. Und dann brauchst du auch solche Videos gar nicht mehr. Schade für meinen Kanal, wunderbar für dich. Alles Liebe und bis bald.